Ja, Leute, herzlich willkommen. Es ist noch aktuell vor der Pressekonferenz, wo ich das aufnehme. Und wir haben wieder eine Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Elversberg. Ich wünsche euch viel Spaß, so wie immer mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr. Wir blicken auf das erste Rückrundenspiel. Und es wird sehr, sehr interessant. Wir reisen nämlich direkt nach Elversberg, was natürlich ein ganz klares Top-Duell ist. Als Fünfter gegen Vierter. Zuerst blicken wir so wie immer auf den Gegner. Er ist ja klassisch, muss man sagen. Machen wir ja jedes Mal. Und ja, da gibt es einige interessante Sachen. Viele Topspieler fallen nämlich aus bei den Jungs. Das ist so ein wichtiger Fakt, der sehr, sehr wichtig werden könnte, auch im Verlauf des Spieles. Denn da ist schon so ein Schein dabei, der schon einen Unterschied ausmachen kann, beispielsweise. Aber blicken wir zuerst mal auf den Tabellenplatz. Sie sind Vierter mit 28 Punkten, 8 Siegen, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen aus ganzen 17 Spielen. Die Schlüsselspieler werden sein Asllani, Dama und Christoph sehr wahrscheinlich. Ich finde Christoph als Keeper sehr, sehr gut. Dama macht auch einen unglaublichen Job, genauso wie Asllani, der auch wahrscheinlich nach Liverpool wechselt, was ich absolut krank finde. Mal gucken, ob das noch in dieser Wintertransferphase passiert oder erst im Sommer. Spielsystem ist 4-2-3-1, das ist eher defensiver ausgelegt, würde ich sagen. Verletzte gesperrte Spieler sind Pinkert, Fellhauer, Dragon und Schein. Mögliche Startelf haben wir hier. Fangen wir direkt von hinten an. Christoph wird sehr wahrscheinlich so wie immer im Tor stehen. Baum so wie immer in der Rechtsverteidigung. Dann haben sie ein Problem mit Pinkert, der in der Innenverteidigung fehlt. Laut Transfermarkt. Da wird Leon Kur spielen, der sich auch sehr schwer verletzt hatte. Freut mich, dass er sein Comeback feiert. Rohr wird spielen. Neubauer so wie immer links. Sickinger und Schmal sehe ich in den ZDMs. Petkov rechts außen. Diesmal wird Stock nach innen ziehen und dafür Dama nach außen links. Asllani wird so wie immer sehr wahrscheinlich den Sturm bespielen. Der macht das auch sehr, sehr gut, wie gesagt. Hat es auch mit seinen Scorern gezeigt und ich glaube auch Interesse aus den ganz großen Ligen bestätigt das. Aber damit kommen wir zum viel Wichtigeren, nämlich zu unserem Club. Wie sieht es denn da aktuell aus? Was ist da so? Was haben wir da so? Ja, es gibt einige News. Auch weiterhin viele Transfernachrichten, Gerüchte und so weiter. Aber daher, dass ich das hier am Mittwoch aufnehme, weiß man natürlich noch nicht hundertprozentig, wer alles verletzt ist. Aber es sollte alles so weit stehen. Das gleiche ging ja auch für Elversberg, wo ich denke, dass da alles so vom Grundmaße passen sollte. Aber der FCM ist unglaublich gut in die Hinrunde gestartet. Macht jetzt hoffentlich auch so weiter in der Rückrunde. Mit 28 Punkten aus 17 Spielen belegt man aktuell Platz 5. Hat damit 7 Siege, 7 Unentschieden und 3 Niederlagen gesammelt. 3 Niederlagen ist ein absoluter Spitzenwert. Schlüsselspieler in dem Spiel werden sehr wahrscheinlich Offensivspieler diesmal sein. Artig, Erhan Kurier und Kars sehe ich da sehr im Vordergrund. Spielsystem ist so wie immer 3-4-3 flach. Könnte aber auch wieder umgestellt werden im Laufe des Spiels, wie auch in den letzten Spielen. Verletzte gesperrte Spieler sind Bockhorn, Musunda, Guinia, Loric und vielleicht auch Olmström, der noch ein Fragezeichen hinter hat. Ob er denn spielen kann oder auch nicht. Ich würde mich freuen, wenn er sein Debüt direkt gibt am ersten Spieltag. Sehr, sehr interessanter Spielertyp. Hier haben wir die mögliche Startelf. Reimann wird so wie immer im Tor stehen. Die Dreierkette wird so wie immer bestehen bleiben. Mit Heber, Matthiesen und Högonet. Dann habe ich ein bisschen rumgewerkelt. Tietz hat Erhan Kuri sehr, sehr auf der ZOM-Position gefallen. So würde ich also Erhan Kuri ins ZM bzw. ZOM ziehen. Knacke wird so wie immer die 6 machen. Herrscher als Rechtsaußen hat einfach unglaublich gute Hinrunde gespielt. Nachtschumme hat sich sehr im Trainingslager gezeigt. Ich würde ihm die Startelf-Chance geben. Im Vorzug zu Krampicki oder auch ein Etzain oder auch Falco Michel. Artig wird so wie immer links außen sein. Kars in der Mitte. Und ich fand Teixeira sehr, sehr gut gegen Düsseldorf. Deswegen würde ich hier auch Teixeira die Chance geben, rechts außen. Man kann es aber auch definitiv Amici geben. Muss man ganz ehrlich sagen, beide sind sehr, sehr gut drauf. Meiner Meinung nach, beide hätten die Chance zu 100% verdient. Kommen wir direkt zu den Schlüsselduellen des Spiels, die sehr wahrscheinlich das Spiel so wie immer ausmachen werden. Haben wir natürlich direkt ein Duell Högonet gegen Asllani und natürlich auch Matthiesen noch mit im Pack. Asllani wird sau schwer zu verteidigen. Beim letzten Mal war es ein Unentschieden, hoffentlich können wir uns diesmal den Sieg holen. Herrscher gegen Dama wird interessant, ob sie das auf der Seite machen können. Herrscher hat auch, wie gesagt, eine unglaubliche Hinrunde gespielt. Mal gucken, wie er weitermacht.
will ja auch in die erste Bundesliga. Und Artig natürlich gegen Baum. Auf der linken Seite, beziehungsweise rechten Seite. Mein Tipp an diesem Spieltag wird ein 2:3 sein, klassisches 2:3. Ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, weil wir vor allem auch eine Qualität mitbringen, die sehr, sehr interessant sein wird für Elversberg. Ich glaube, wir werden nochmal besser starten als in die Hinrunde. Ich habe ein Mannschaftsgefühl, das ist sehr, sehr positiv. Ich will mich aber auch gerne überraschen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den ersten Spieltag. Ja, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, weil sie im Trainingslager genau das gezeigt haben, was sie auch in der Hinrunde gezeigt haben, in sogar noch besserer Form. Ist ein geiles Team, macht Spaß. Schreibt eure Meinung so wie immer in die Kommentare. Euren Tipp auch gerne, würde mich sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Ja, wir sehen uns dann, wenn ich aus Elversberg zurück bin. Und damit, ciao Leute und einen schönen Tag noch.